Herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten und meine lieben Zuschauer, zu unserem Video heute. Schön, dass ihr da seid. Und heute möchte ich euch gerne ich möchte bald sagen, recht ungewöhnliches Video präsentieren, in dem ich euch einige Sätze, die wir in der deutschen Sprache des Öfteren im Alltag von uns geben, die dann von Lernenden nicht verstanden werden können, weil wir mit der Aussage, und so bringe ich gleich das erste Mal hier raus, hinter dem Berg halten. Wir sagen also nicht definitiv direkt vor Kopf, was wir sagen, sondern die Aussage versteckt sich etwas hinter dem Gesagten. Wir schauen uns das Ganze an, ich sage euch den jeweiligen Satz und ihr habt wiederum 4 Möglichkeiten zu antworten. Eine von diesen Antwortmöglichkeiten ist richtig. Und wir schauen uns das Ganze an, ob ihr denn wisst, was wir sagen und ihr das richtig versteht, ihr Lieben. Wir schauen es uns an. Los geht's. Der erste Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, werden wir jetzt gemeinsam hören. Dann sage ich euch die 4 Antwortmöglichkeiten und gebe euch etwas Zeit zu überlegen, was ich damit sagen möchte. Die Restaurants hier haben gesalzene Preise. Das ist erst einmal der Aussagesatz, den man tatsächlich des Öfteren auch schon mal hört. Und das erste ist, meine Suppe ist versalzen. Sage ich dieses damit aus oder ist es die Antwort B? Die Gewürze sind im Preis inbegriffen. Oder ist es die Antwort C? Das Essen hier ist mir zu teuer. Oder die Antwort B, ihr Lieben. Touristen haben Vergünstigung. Was ist hier richtig? Sagt es euch laut vor, 10 Sekunden gebe ich euch sehr gerne, damit ihr wisst, was die Deutschen da schon mal von sich geben und überhaupt nicht wissen, dass das für euch vielleicht gerade die Situation wäre, dass ihr sagen könntet, halt, stopp, was hast du gesagt? Und so wisst ihr das demnächst. Und, habt ihr die richtige Antwort gefunden, ihr Lieben? Sehr schön, das freut mich wunderbar, wirklich sehr, sehr. Und wir schauen uns gemeinsam die Lösung an, damit wir die vergleichen können. Und die Antwort ist die Antwort C. Das Essen hier ist mir zu teuer, weil das Restaurant gesalzene Preise hat. Ja, das sagen wir tatsächlich immer öfter mal, wenn wir essen gehen möchten. Die Restaurants hier haben gesalzene Preise. Und wir sagen damit einfach nur aus, dass das Ganze uns etwas zu teuer ist. Weiter geht's. Die nächste Aussage. Was bedeutet dieser Satz? An vielen Orten können kostengünstig Fahrräder gemietet werden. Und ist es denn Antwort A, die man hier als Übersetzung gelten lassen könnte? Räder sind schwierig zu erhalten. Oder ist es die Antwort B, Fahrräder sind in dieser Stadt unbeliebt? Oder ist es die Antwort C, wir können für wenig Geld ein Fahrrad ausleihen? Oder ist es die Antwort D, Fahrräder sind nur für arme Leute? Welches ist die richtige Aussage? Wisst ihr's? Dann sagt's euch gleich laut vor. Und hier kommen eure 10 Sekunden. Überlegt gut, was möchten wir damit aussagen? Damit ihr wisst, was wir in der Umgangssprache hier so auch schon mal gerne sagen. Und 10 Sekunden sind um, ihr Lieben. Ihr wisst es, oder? Wir schauen uns die Lösung an. Und die Lösung ist die Antwort C, bitte. Die Lösung, Antwort C. Wir können für wenig Geld ein Fahrrad ausleihen. Jawohl, so ist es. So sieht es aus, wenn ich das hier habe. An vielen Orten können günstig oder auch kostengünstig Fahrräder gemietet werden.
Das ist richtig, wir können für wenig Geld ein Fahrrad ausleihen. Richtig so, ihr Lieben. Wenn das schon richtig war, dann seid ihr schon sehr weit fortgeschritten in eurer deutschen Sprache, auf dieser Lernreise in die deutsche Sprache. Sehr schön. Nächste kommt jetzt. Was sagt der folgende Satz aus? Heute Abend gehen wir aus. Will ich damit sagen, wir gehen heute früh zu Bett? Oder möchte ich damit sagen, wir haben fast kein Geld mehr? Oder ist es die Antwort C, wir machen uns einen gemütlichen Abend auf unserem Sofa? Oder ist es die Antwort D, wir besuchen heute eine Bar? Was ist richtig, wenn ich das sage und ihr müsstet das Ganze deuten? 10 Sekunden sind für euch, ihr Lieben. Welche Antwort ist richtig? Und das geht immer recht schnell. Und jetzt wisst ihr es, oder? Na, dann überlegt noch einen Augenblick. Die lieben Zuschauer, bitte abonniert meinen Kanal, damit ihr ebenfalls Abonnenten werdet und hier auch mitmachen könnt in unserem kleinen Quiz. Mittlerweile lade ich jeden Tag Videos hoch, tatsächlich, weil ich sehe, dass es euch sicherlich gefällt und auch gefallen wird. Daher abonniert meinen Kanal. Wir lernen auf unserem Kanal die deutsche Sprache. Und das mache ich natürlich auch, indem ich euch einige Sätze aus dem Alltag vorspreche, so damit ihr einfach nur zuhören könnt und nicht nur gucken müsst, sondern ihr könnt nebenbei was anderes machen und zuhören, was ich zu erzählen habe. Welche Antwort war richtig, ihr Lieben? Die Antwort D ist richtig. D wie Dora. Exakt richtig, ihr Lieben. Die Antwort D ist, wir besuchen heute eine Bar. Heute Abend gehen wir aus. Das besagt genau diesen Satz. Wir besuchen heute eine Bar. So ist es richtig, ihr Lieben. Ja? Nächste Frage kommt jetzt. Was sagt dieser Satz aus? Das Wasser ist sauber und hat eine angenehme Temperatur. Ist es die Antwort A? Sicher gehe ich da bestimmt nicht zum Schwimmen. Oder die Antwort B, ich kann nicht schwimmen. Oder hier kann man baden. Oder ist es die Antwort D, ich werde mich erkälten. Und was sagt ihr, was lautet dieser Satz in seiner, ich möchte sagen, kleinen Übersetzung vom Sinn her? Was bedeutet dieser Satz? 10 Sekunden Zeit habt ihr wiederum. Genau. Und das ist im Übrigen ein Video für euer Hörverständnis und euer eigentliches Verständnis für die deutsche Sprache. So schaut euch das Video bitte öfter an, damit ihr auch alle Satzbau und Konstruktionen hier von mir mitnehmen könnt und hört. Das wäre mir natürlich ebenfalls am liebsten. Und so suchen wir jetzt einmal die richtige Lösung raus. Die Antwort C ist richtig, ihr Lieben. Natürlich, hier kann man baden. Und Baden ist so etwas wie Schwimmen. Baden ist normalerweise so, dass wir einen kleineren Pool oder eine Badewanne haben. Und da haben wir nicht so viel Wasser, wie zum Beispiel in einem Schwimmbad, wo ich schwimmen könnte. Deswegen sagen wir dann baden. Hier kann man baden, da das Wasser sauber ist und eine angenehme Temperatur hat. So ist es richtig, die richtige Übersetzung ist die Antwort C, ihr Lieben. Wunderbar. So, wir gehen zum nächsten. Was will uns dieser Satz sagen? Die Höchstgeschwindigkeit in der Fußgängerzone beträgt 20 km/h pro Stunde. Das ist hier unser Satz. Und was heißt das? Fußgänger haben keinen Vortritt. Antwort A.
Ist das richtig? Oder Antwort B, Fußgänger müssen sich beeilen. Ist das richtig? Ja. Oder die Antwort C, hier sind Autos verboten. Könnte das richtig sein? Oder Autos dürfen hier nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren. Was ist hier richtig, ihr Lieben? Ja, 4 Antworten und schaut mal, ob ihr das auch schon wüsstet. Wenn ihr ein Auto habt und einen Führerschein in Deutschland, dann wäre es gut, wenn die Antwort jetzt richtig wäre, ihr Lieben. Das wäre jetzt zwingend notwendig. Gut, und laut vorgesagt? Wunderbar. Dann kommen wir zur Antwort und die Antwort ist hier D. Die Antwort D ist richtig. Autos dürfen hier nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren. Genau, so ist es richtig. Das ist die richtige Übersetzung dafür. Unbedingt, wenn ihr einen Führerschein habt und jetzt hier falsch geraten hattet, dann bitte unbedingt aufschreiben, was das Ganze heißt. Dafür kann man auch das Video stoppen, damit ihr das bitte auch mitnehmen könnt. Gut, nächste. Was sagen wir hiermit aus, mit dem nächsten Satz? Sie lässt den Kopf hängen. Ist es die Antwort A? Sie ist wütend. Oder ist es die Antwort B? Sie ist enttäuscht. Oder ist es die Antwort C? Sie hat nichts begriffen. Oder ist es die Antwort D? Sie ist müde. Welche Aussage ist richtig, wenn ich sage, sie lässt den Kopf hängen? 10 Sekunden für euch, ihr Lieben. Und laut sagen. Und wenn ich dann gleich die Lösung verrate, sagt nicht, genau das wollte ich auch sagen, denn die richtige Antwort, die ihr erst gegeben habt, ist erstmal eure spontane Antwort. Ja, betrügt euch nicht selber, hätte ich bald gesagt, genau. Und so ist es denn. Bitte notiert euch hierfür, die Antwort B ist richtig. Sie ist enttäuscht. Wenn man den Kopf hängen lässt, dann ist man enttäuscht. Und man kann so ja schlecht nach geradeaus gucken, um weiter zu arbeiten oder neuen Mut zu fassen. Deswegen sagen wir dann, lasst den Kopf nicht hängen. Und dann ist der andere, der den Kopf hängen lässt, meistens hat er eine Enttäuschung erlebt. So sieht's aus. Sehr schön. Nächste, jetzt geht's weiter. Und was bedeutet dieser Satz? Unser nächster Satz, den wir auch des Öfteren durchaus sagen in der deutschen Sprache, ist, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Nun, Hunde sollte man sowieso nicht wecken, wenn sie denn schlafen. Besser ist das. Und wir haben hierzu 4 Möglichkeiten, was das Ganze bedeuten sollte. Da wir in dem Augenblick jetzt weniger auf den Hund hier zielen mit unserer Aussage, als das Ganze einen anderen Sinn hat. Wir schauen uns das Gleiche an und die Antwort A, wir sind keine Frühaufsteher. Könnte das sein? Antwort B, wir lassen die Sache besser ruhen. Oder ist es die Antwort C, es ist gescheiter, dem Chef zu gehorchen? Oder ist es die Antwort D, ich möchte endlich mal ausschlafen? Was ist richtig, ihr Lieben? 10 Sekunden bekommt ihr wieder. Überlegt euch, was hier richtig ist und warum man die schlafenden Hunde besser nicht wecken sollte. Genau. Und ja, da sind wir. Und? Habt ihr euch überlegt? Na, Antwort? Ihr wisst es, ich weiß es. Viele meiner Abonnenten sind schon so weit, dass sie dieses ganze Video, jede einzelne Frage sicherlich sofort beantworten können. Und schreibt mir, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, unten in die Kommentare rein, was habe ich nicht verstanden oder welche Frage war hier einfach zu schwer und ob ihr diese Aussagen schon einmal gehört habt in Deutschland. So, Antwort B ist richtig, ihr Lieben. Wir lassen die Sache besser ruhen. Jawohl, schlafende Hunde. Damit ist die Sache gemeint.
dass man die besser in Ruhe lassen sollte, weil die wahrscheinlich genauso, ja, ich möchte sagen, komisch reagieren oder eventuell Probleme machen. Wenn man denn eine Sache nicht ruhen lässt, ist es so wie bei Hunden, die gerne schlafen möchten, die mögen das auch nicht sonderlich und das gibt meistens im Nachgang dann Probleme. Und das will uns dieser Satz sagen. Wir lassen die Sache besser ruhen. So sieht's aus, ja? Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Genau so ist es. Nächster Satz kommt jetzt. Mein Koffer lässt sich auch mit Gewalt kaum schließen. Was sage ich damit aus? Was ist der Sinn, der hier hintersteckt? Mein Koffer lässt sich auch mit Gewalt kaum mehr schließen. Und die Antwort A ist, ich brauche ein stärkeres Schloss. Schaut mal, hier habe ich einen Fehler reingebaut. Ich brauche ein stärkeres Schloss. So ist es richtiger, ja? Dann Antwort B, ganz sicher habe ich etwas vergessen. Und dann hier Antwort C, ich habe zu viele Kleider eingepackt. Oder die Antwort D, er ist in der Hitze geschmolzen. Deswegen passt nicht mehr rein. Ihr habt wieder 10 Sekunden, ihr Lieben, für die richtige Antwort. Was will uns der Satz sagen? Mein Koffer lässt sich auch mit Gewalt kaum mehr schließen. Was ist der Sinn, warum ich das sage, ihr Lieben? Denkt dran, wenn ihr in den Urlaub fahrt, wenn wir Frauen viel zu viel in den Koffer packen, dann sagen wir das schon mal gerne. Ja? Und die Antwort C ist richtig. Natürlich, ich habe zu viele Kleider eingepackt. Genau so ist es. Und ja, das ist tatsächlich eine Aussage, die wir gerne schon mal machen. Oder unsere Männer machen das schon mal gerne, dass sie das auch sagen, mein Koffer lässt sich auch mit Gewalt kaum mehr schließen. Und die sagen dann, dein Koffer lässt sich auch mit Gewalt kaum mehr schließen. Genau so sieht's aus und dann setzen wir uns oben auf den Deckel drauf und drücken das Schloss dann runter mit unserem Gewicht, damit der zugeht, weil ich habe zu viele Kleider eingepackt. Das ist das, was man damit sagen möchte. Ja? Nächste Frage kommt. Jetzt noch etwas. Sie findet immer ein Haar in der Suppe. Das hört man auch des Öfteren, wenn wir uns unterhalten und wir sagen das dann über eine andere Person, die vielleicht gerade nicht anwesend ist, aber durchaus gibt es auch Leute, die sagen das, wenn die jeweilige Person dabei ist. Und hier ist es, Antwort A, sie hat stets Glück. Das wäre die Antwort A. Will ich das damit sagen, wenn ich sage, sie findet immer ein Haar in der Suppe? Oder ist es die Antwort B, sie isst nur ganz wenig? Oder ist es die Antwort C, sie nörgelt bei allem rum? Nörgeln ist sich beschweren über Dinge, die nicht richtig laufen oder, ich möchte bald sagen, die scheinbar nicht richtig laufen. Dann sagen wir in Deutschland nörgeln dazu. Sie nörgelt bei allem rum. Oder ist es die Antwort D, sie glaubt einfach alles? Was ist hier richtig, ihr Lieben? Und wiederum haben wir hier 10 Sekunden, die wir sinnvoll nutzen, um zu probieren, was hier richtig, ja, als Deutung wäre für unseren Satz, den wir hier haben. Und was sagt ihr? Sie findet immer ein Haar in der Suppe. Das kennt man, ja? Wenn jemand anders das sagt, dann ist die andere Person jetzt durchaus schon mal des Öfteren so hier in ihrer Art. Sie nörgelt bei allem rum oder sie nörgelt bei allem. Oder an allem rum gibt es im Übrigen auch. Das sind 2 Aussagesätze, die dazu passen, wenn ich sage, sie findet immer ein Haar in der Suppe. Und ihr seht schon, ich möchte damit aussagen, sie meckert an jeder Situation und findet immer etwas Schlechtes an dieser Situation. Das sagen wir dann, ja? Sie findet immer ein Haar in der Suppe. So sieht's aus. Das nächste ist bitte, wenn wir in einem Hotel sind, dann ist schon mal gerne die Aussage hier, das Personal kennt kaum Fremdsprachen.
So sieht es aus. Ihr kommt jetzt zum Beispiel, einfach als Beispiel aus Deutschland und fahrt in ein Hotel oder fliegt in ein Hotel in einem fernen Land und ihr sagt oder die sagen, das Personal kennt kaum Fremdsprachen. Was will man damit aussagen, ihr Lieben? Die Leute hier reden in allen Sprachen? Das wäre schön. Antwort B ist, mit Deutsch, Französisch oder Englisch kommst du hier durch. Oder ist es die Antwort D, die Verständigung ist hier kein Problem. Das ist auch, oder die Antwort D, wir können uns mit dem Personal nur schlecht verständigen. Was ist hier richtig, ihr Lieben? Was deutet ihr aus dem Satz, das Personal kennt kaum Fremdsprachen? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um zu deuten, was hier in diesem Hotel euer Problem sein könnte. Ja. Das ist dann nämlich wirklich ein Problem, wenn das Personal kaum Fremdsprachen kennt, also nur fast die Landessprache, wo ihr zu Urlaub seid, und das ist dann etwas negativ für euch. Und die Antwort D ist bitte richtig. Wir können uns mit dem Personal nur schlecht verständigen, weil das Personal nicht mehr als die Landessprache kann oder eben auch nur kleine Teile von einer Zweit- oder Drittsprache beherrscht. So sieht es aus, wir können uns mit dem Personal nur schlecht verständigen. Genau so sieht's aus. So, nächste ist, jetzt kommt hier noch etwas, was will uns dieser Satz sagen, wenn ich sage, das kann kein Mensch lesen? Ja, was möchte ich damit sagen? A, du machst oft Rechtschreibfehler. B, wir sind Vegetarier. Oder C, du hast eine unleserliche Handschrift. Oder D, schreibst du nicht normalerweise mit der rechten Hand? Welche Aussage ist richtig, ihr Lieben? Was passt dazu, wenn ich sage, das kann kein Mensch lesen? So, ich bin gespannt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ja? Das kann kein Mensch lesen. Sehr gut. Und? Ihr wisst es? Sehr schön. Dann die Lösung ist natürlich die Antwort C. Du hast eine unleserliche Handschrift und das kann kein Mensch lesen. In Deutschland verwenden wir dazu auch noch ebenfalls die Aussage, und die möchte ich kurz hier auch noch sagen, das kann kein Schwein lesen. Das sagen wir tatsächlich auch, und wir ersetzen den Mensch, die Person, also gegen ein Tier, welches wahrscheinlich sicherlich nicht lesen kann. Deswegen setzen wir das voraus, dass das Schwein das nicht lesen kann, und deswegen ist die unleserliche Handschrift ebenfalls von einer Person, von einem Menschen nicht leserlich. So sieht es aus. Antwort C ist bitte richtig. Das kann kein Mensch lesen. Richtig so. Und das nächste ist bitte, was bedeutet der nächste Satz? In diesem Gebäude ist das Rauchen untersagt. Heißt das, hier drinnen könnte geraucht werden? Heißt das, in diesem Haus darf nur der Vorstand rauchen? Oder Antwort C, es darf nur drinnen geraucht werden? Oder ist es die Antwort D, im Inneren des Gebäudes darf nicht geraucht werden? Welche Antwort ist jetzt bitte richtig, ihr Lieben? Und jetzt bekommt ihr wieder 10 Sekunden Zeit, um mir zu sagen, was in dem Gebäude gemacht werden darf oder auch nicht. Wir schauen uns das Ganze mit Hilfe unserer Antwort gleich an, und hier ist die Lösung, ihr Lieben. Die Lösung ist hier. Antwort D ist richtig. Im Inneren des Gebäudes darf nicht geraucht werden. Und das steht schon mal gerne des Öfteren in Ämtern oder in Büros oder auch in Garagen und sonstigem steht das überall dran oder wird so gesagt.
Und das ist die Antwort D, die ist hier richtig. So will ich das, genau. Der nächste Satz, ihr Lieben. Sehr schön. Und jetzt kommt noch ein Satz. Und den haben wir des Öfteren auch in Deutschland verwendet und der wird auch nach wie vor verwendet. Den hört man des Öfteren auch. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. So sieht es aus. Und was sagt uns das? Wenn ich sage, wir müssen halt den Gürtel enger schnallen oder wir müssen den Gürtel enger schnallen. Was heißt das? Und Antwort A wäre, wir fühlen uns unsicher. Oder wir sollten noch viel lernen. Oder nun heißt es sparen. Oder bereiten wir uns auf den Schlaf vor. Welches ist die richtige Antwort, ihr Lieben? Ihr wisst es und ich weiß, dass ihr es wisst. Aber wir schauen uns das an. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Und jawohl. Der Gürtel ist bei uns um die Taille, der ist an der Hose befestigt, den wir enger schnallen. So heißt es denn, Antwort C ist richtig. Nun heißt es sparen. Wir sparen und essen damit weniger und damit ist es ganz klar, dass wir etwas von unserem Gewicht verlieren und die Hose passt nun nicht mehr in das richtige Loch des Gürtels, so müssen wir den Gürtel enger schnallen. Richtig so. Antwort C ist richtig. Damit sagt man, dass man nun sparen muss, warum auch immer. Wahrhaft, es liegt einfach daran, dass der Gürtel jetzt enger ist und wir etwas weniger Gewicht haben durch das Sparen. Ja. Und die nächste Frage kommt für euch jetzt, ihr Lieben. Die beiden stecken unter einer Decke. Ja, die beiden stecken unter einer Decke. Was heißt das? Sie haben Streit, sie verstecken sich, sie gleichen sich oder sie machen gemeinsame Sache. Was ist hier bitte richtig? Sagt es mir und wir schauen uns an, was die beiden unter der Decke tun. Ja, ihr Lieben, die beiden stecken unter einer Decke. Unter einer Decke stecken wäre etwas schlecht, wenn man Streit hat. Ist das richtig? Ja? Wenn man sich so nahe kommt, dass man unter einer Decke steckt, dann will man sicherlich keinen Streit mit der anderen Person haben. Da es natürlich so ist, dass die Person sich vielleicht irgendwie jetzt darüber echauffiert, dass sie das nicht möchte. Genau. Antwort D ist richtig. Sie machen gemeinsame Sachen. Ja, so ist es. Gemeinsame Sache machen ist, dass wir unter einer Decke stecken. Ich bin also der gleichen Meinung und ich möchte auch genau das Gleiche tun, was der andere macht und ich möchte diesen auch unterstützen. Und da kann man dann sagen, die beiden stecken unter einer Decke und machen genau dasselbe und die sind wohl abgesprochen, haben die das, was die da gerade machen. Und das ist eine kleine gemeinsame Sache machen. So sieht's aus. Und die nächste Frage kommt nun. Was bedeutet der Satz, aus Schaden wird man klug? Ja, Antwort A. Kluge Leute sind meist ungeschickt. Oder Antwort B. Diesen Fehler machen wir nicht noch einmal. Oder ist es die Antwort C. Jedermal macht mal einen Fehler. Oder ist es die Antwort D? Schade, bist du nicht so klug? So ist es. Und wer weiß, aus Schaden wird man klug, was wir damit sagen möchten, wenn wir das sagen. Und wir sagen das tatsächlich des Öfteren schon einmal, diese Sätze, die ich hier rausgesucht habe, sehr, sehr häufig. Und so wisst ihr dann direkt, was die andere Person hier damit sagen möchte. So kann man alles verstehen und man weiß ganz genau, worüber wird gesprochen. Genau. Und die Antwort B ist richtig. B wie Bertha. B, diesen Fehler machen wir nicht noch einmal. So ist es richtig, wenn ich sage, aus Schaden wird man klug. Man hat einfach den Schaden gehabt, weil man etwas falsch gemacht hat, ist etwas Negatives daraufhin passiert
Und das möchte ich natürlich nicht nochmal haben und deswegen sage ich dann, aha, aus Schaden wird man klug. Den Fehler machen wir oder ich nicht noch einmal. So sieht's aus. Nächste. Nächste kommt. Und was bedeutet unser Satz? Es steht jemand vor der Tür und möchte den Zähler ablesen. Und das habt ihr häufiger, gerade in den kälteren Regionen, kälteren Ländern und auch in Deutschland natürlich, gerade im Winter, kann euch das passieren, dass jemand den Zähler ablesen möchte. Und wenn man gerade zugereist ist oder noch Deutsch lernt, weiß man nicht, was das heißt. Und wenn ihr es wisst, dann sagt's euch jetzt laut vor. 4 Möglichkeiten habt ihr dazu. Wunderbar. Und hier erste Antwort. Man sammelt für einen guten Zweck. Ja, könnte auch sein. Oder unsere Hausnummer ist versteckt. Das ist so, wenn man den Zähler abliest und er sucht eure Hausnummer. Ist das richtig? Oder die Antwort C. Jemand möchte gerne Nachhilfeunterricht. Ja. Oder ist es Antwort D, die Strom- oder Wasserrechnung kommt in den nächsten Tagen? Welches ist richtig, wenn ich sage, es steht jemand vor der Tür und möchte den Zähler ablesen? 10 Sekunden habt ihr wieder. Na, das wisst ihr, oder? Und wenn ihr das schon wirklich versteht, dann seid ihr schon recht schnell und sehr gut und sehr weit fortgeschritten. So sieht's denn aus? Und für diesen Satz hier gibt es nur die Antwort, die Strom- oder Wasserrechnung kommt in den nächsten Tagen. Denn wenn die Leute in eure Wohnung möchten, um den Zähler für die Wasseruhr oder den Strom ablesen möchten, dann haben die so einen kleinen Zähler, da müssen die Zahlen ablesen, die werden übertragen auf ein Gerät oder mit Papier aufgeschrieben, während ihr dabei seid. Und dann kommt infolgedessen die Strom- oder Wasserrechnung ein paar Tage später in euren Briefkästen. Das ist dann einfach nur noch zu bezahlen und schon passt das. Das ist die Aussage dazu, ja? Wenn jemand vor der Tür steht und sagt, guten Tag, ich möchte gerne den Zählerstand abmessen oder notieren, dann ist das genau das hier. Sehr schön. Der nächste Satz kommt hier auch bitte, den ich auch des Öfteren sehr gerne sage. Qualität hat ihren Preis. Wenn ich etwas kaufe, was günstig ist, ist es klar, ist es meistens nicht ganz so, meistens, nicht immer. 4 Antwortmöglichkeiten haben wir. Wieso mehr bezahlen? Qualität hat ihren Preis, sage ich. Und ihr könntet mir sagen, Antwort A ist richtig, wieso mehr bezahlen? Oder Antwort B, teure Sachen sind solide und halten länger. Oder ist es die Antwort C, die hier richtig ist? Es ist ja für einen guten Zweck. Könnte auch sein, ja. Oder ist es je einfacher, desto teurer? Was ist hier die richtige Antwort, ihr Lieben? Und 10 Sekunden habt ihr wieder. Qualität hat ihren Preis. So ist es denn wahrhaft. Und zack, das waren 10 Sekunden, ihr Lieben. Und wir schauen uns die Lösung an. Die Lösung ist hier, die Antwort B ist richtig. Teure Sachen sind solide und halten länger. Wahrhaft, so ist es. Und ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, wenn ihr mal was Günstiges gekauft habt, ruckzuck ist es kaputt oder es funktioniert erst gar nicht. Ja? So ist es richtig, Qualität hat ihren Preis. Den Preis muss man bezahlen und dann bekommt man was man deutlich länger tragen kann oder was eben auch diese Sache, die es tun soll, dann deutlich länger tut. So sieht es aus, genau. Qualität hat ihren Preis. Wer günstig kauft, kauft zweimal, sagen wir im Übrigen auch des Öfteren. Ja, wer günstig oder billig kauft, kauft zweimal, ist ebenfalls ein Zusatz, den ich hier mit einbringen kann. So, was will uns dieser Satz sagen? Aha, Schwarzfahren lohnt sich nicht. Was ist das denn? Habt ihr bestimmt schon mal gehört in Deutschland. Und hier habe ich wieder 4 Antwortmöglichkeiten, wovon nur eine richtig ist, nur eine. Antwort A, schnelles Fahren ist gefährlich. Wäre das die Essenz
aus diesem Satz? Oder Antwort B, bei Dunkelheit Lichter einschalten. Ist es das? Oder ist es die Antwort C, für Passagiere ohne Fahrkarte wird es teuer werden? Oder ist es die Antwort D, die wir haben, ohne Navigation bist du verloren? Was will uns das hier sagen? Schwarzfahren lohnt sich nicht. Und 10 Sekunden gebe ich euch wiederum. Welche Antwort ist richtig aus unseren 4 Möglichkeiten? Sagt es euch laut vor, am besten im ganzen Satz, damit ihr auch die Aussprache etwas trainiert und euer Gehör und Gehirn das Ganze auch hört und es wird dann ganz hervorragend mit jeder Übung abgespeichert, ohne große Mühe. Da braucht man gar nicht mehr viel Mühe hier mit einbringen. So, Antwort ist, ich sag's euch, die Antwort C ist richtig. Jawohl, für Passagiere ohne Fahrkarte wird es teuer werden. Jawohl, weil Schwarzfahren ist sowas, ich gehe einfach hinten in den Bus rein und habe keine Fahrkarte und die kaufe ich auch erst nicht beim Fahrer vorne, müsste ich normalerweise eine Fahrkarte kaufen oder ich habe so ein Mehrfachticket, wo ich dann mehrere Fahrten mitmachen kann. Wenn ich das alles nicht habe und gehe in einen Bus oder Bahn rein, dann ist das Schwarzfahren und dann wird es für Passagiere ohne Fahrkarte, wird es sehr teuer werden. Das ist normal und das kann ich euch voraussagen. Ja? Sehr schön. Schwarzfahren nicht gut. Das kommt oben rein hinzu. Dann das nächste. Was bedeutet es, wenn wir sagen, der Nebel lichtet sich? Der Nebel lichtet sich. 4 Antwortmöglichkeiten haben wir und ich sage euch die Antwort A. Der Nebel wird dichter. Ja, ist es so? Oder Antwort B, die Sonne verschwindet langsam. Oder die Antwort C, man sieht nun wieder besser. Oder die Antwort D, es wird Abend. Was ist hier richtig? Was seht ihr als richtig an? Genau, ich muss mal eben auf dem Monitor, ich habe hier mehrere Monitore, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich immer so ein bisschen hin und her schaue. Also, ihr seht aber alles, sehe ich hier gerade genau. Was bedeutet es? Der Nebel lichtet sich. 10 Sekunden für euch. Jetzt 10 Sekunden. Der Nebel lichtet sich. Eigentlich ganz einfach, da hier ein Wort verwendet wird, welches aus dem Nomen Licht entspringt. Der Nebel lichtet sich. Ja? Und wir kommen zur Antwort. Die Antwort C ist hier. Man sieht nun wieder besser. Ja, aber natürlich, lichtet ist so viel wie auflösen. Der verschwindet, er wird immer heller. Er lichtet sich halt. Das ist, der Nebel verschwindet langsam, aber sicher. So sieht's aus, man sieht nun wieder besser. So ist richtig. Die nächste Frage, möchte ich sagen, Aussage, ja? Die nächste Aussage, die Firma hat Pleite gemacht. Und hier ist es so, dass viele Lernende das Wort Pleite nicht kennen und von daher habe ich mir gedacht, nimmst du es auch mal mit rein, damit die lieben Leute das auch bald wissen, was das heißt, wenn ich sage, die Firma hat Pleite gemacht. Sagt dieser Satz aus, sie hat die Konkurrenz ausgeschaltet? Ist das richtig? Antwort A. Oder sie ist umgezogen. Die Firma ist umgezogen. Oder C. Sie verdiente zu viel Geld. Ist das die Aussage? Oder sie musste Konkurs anmelden. Welches ist bitte richtig, wenn ich euch sage, die Firma hat Pleite gemacht? So sieht's aus. 10 Sekunden warten wir wiederum und los geht's, ihr Lieben. Wunderbar. Ja. So ist gut. 10 Sekunden. Und? Ihr wisst es. Habt ihr euch laut vorgesagt? Ja? Damit ihr hinterher genau wisst, falls ihr eure Antwort ändert, wenn ihr denn die richtige Lösung seht, dann ist es so, dass ihr mir bitte die Aussagen oder wenigstens eben den Punkt reinschreibt, was ihr nicht so gut gekonnt habt
Und hier unten in die Kommentare könnt ihr das gerne reinschreiben. Und im Übrigen, ob euch dieses Format hier gefällt mit den Fragen, mit der Abfragemethode. Und dann helfe ich euch auch gerne mit weiteren Videos. Und auch wenn ihr Probleme habt, natürlich mache ich euch hingehend dessen auch weitere Videos. Und die Antwort ist, jetzt habt ihr länger Zeit gehabt, ja? Die Antwort D ist richtig. D wie Dora. Sie musste Konkurs anmelden. Konkurs ist sowas wie Pleite gemacht. Also, sie hat aufgegeben und das Ganze ist jetzt kein Bestand mehr einer Firma. Die Firma gibt es nicht mehr. Die hat sich halt verschuldet, irgendetwas falsch gemacht in ihrem, ja, möchte ich sagen, in ihrer betriebswirtschaftlichen Angelegenheit, ist etwas falsch gelaufen, Pleite gemacht, du bist pleite, wenn du kein Geld mehr hast, das sagen wir dann. Die Firma hat Pleite gemacht, die hat also kein Geld mehr und die Existenz der Firma ist wahrscheinlich auch in Frage gestellt. Sie musste Konkurs anmelden, das muss man anmelden, wenn man mit der Firma nicht mehr klarkommt. Dann hat man das den Behörden in Deutschland zu erklären und dann muss man Konkurs anmelden und denen sagen, ich kann nicht weiter, ich habe kein Geld mehr, irgendwas ist schiefgelaufen und ich weiß es nicht mehr zu stoppen. Dann muss man Konkurs anmelden. Dann ist man pleite, könnte man auch sagen. Das sagen wir damit. So, nächste Frage ist, ihr Lieben. So, was bedeutet dieser Satz, wenn ein Polizist das zu euch sagt? Darf ich Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein sehen? Was bedeutet das? Antwort A. Wer ist hier der Chef? Das wäre Antwort A. Bedeutet das das? Antwort B. Sind Sie der Meinung, dass Sie genug getrunken haben? Antwort B. Ist das richtig? Oder ist es Antwort C? Schalten Sie bitte die Scheinwerfer ein. Oder ist es die Antwort D? Zeigen Sie mir Ihre Wagenpapiere. Welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? Und wir haben wieder 10 Sekunden. Wer das falsch beantwortet und den Führerschein hat, sollte sich dieses Video bitte nochmal anschauen und die richtige Antwort bitte notieren. Ja, weil das wäre schlecht, wenn man dem Polizist sagt, wer ist hier der Chef? Wenn der Polizist so freundlich fragt, darf ich Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein sehen? Ist das wohl nicht die richtige Antwort, ja? Und die richtige Antwort, ihr Lieben, ist die Antwort D. Zeigen Sie mir Ihre Wagenpapiere. Ja, zeigen Sie mir Ihre Wagenpapiere. So sieht's aus. Ja, natürlich will der euren Führerschein sehen und natürlich die Papiere für euer Kraftfahrzeug oder auch für das Auto oder für den Wagen. Ist alles dasselbe. Ja, natürlich. Aber so bitten die Polizisten hierum, dass man dann, wenn man vielleicht auffällig geworden ist oder auch nicht, einfach nur zur Kontrolle, möchten die einen Führerschein oder einen Fahrzeugschein sehen. Und das heißt so viel, dass ihr bitte eure Papiere hier vorzeigt dem jeweiligen Polizisten, dass ihr dieses Auto führen dürft. Das ist eigentlich alles an Aussage. So, nächster Satz kommt bitte, auch ganz wichtig. Den sieht man des Öfteren an Aufzügen. Ja, in großen Wohneinheiten hat man viele Wohnungen. Da haben wir diese Aufzüge, die immer nach oben und unten fahren. Und da steht meistens dieser Satz im Flur oder auch auf dem Aufzug selber. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Was heißt das? Sagt es mir. Antwort A. Die Nutzung des Aufzuges ist nicht gratis. So. Oder die Antwort B. Wenn es brennt, musst du über die Treppe fliehen. Oder ist es die Antwort C. Bitte im Gebäude kein Feuer entfachen. Oder die Antwort D. Die Benutzung des Aufzugs schadet ihrer Kondition. Was ist hier richtig, ihr Lieben? Wir schauen uns das Ganze an und das ist auch ein Satz, den ihr euch unbedingt merken solltet, damit ihr den Sinn versteht und das bitte auch so genauso durchführt. Das ist zu eurer Sicherheit auf jeden Fall ganz wichtig, dieser Satz. Der steht überall und kaum einer weiß genau, was das soll. Ja? Und habt ihr es laut gesagt? Ja, ne? Ich denke doch wohl, oder? Genau.
Die Antwort B wie Bertha ist richtig. Wenn es brennt, musst du über die Treppe fliehen. Ja, wenn es brennt, nicht den Aufzug verwenden, bitte. Das will diese Warnung hier sagen. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Unbedingt nicht in einen Aufzug gehen. Wenn es denn brennt, benutzt man immer die Treppe. Weil die Treppe kein Hindernis wird in einem Brandfall, da die nicht ausfallen kann, da sie nicht mechanisch ist, sondern meistens ganz normal hier konstruiert, analog möchte ich bald sagen. Man kann darüber fliehen und über dem Aufzug könnte es sein, ihr steckt da drinne und da drinne könnte es sehr, sehr heiß werden oder gar der Aufzug könnte fallen oder stehen bleiben. Beides nicht sehr angenehm. Ja? Gut, nächste ist, was will uns dieser Satz sagen? Im Winter erfolgt in der Stadt nur eine reduzierte Salzstreuung. Nochmal. Im Winter erfolgt in der Stadt nur eine reduzierte Salzstreuung. Ei, das ist selbst für mich schwer, das Wort, ja? So, was heißt das bitte? Im Winter erfolgt in der Stadt nur eine reduzierte Salzstreuung. So ist es richtig, bitte. Und was heißt das bitte? 4 Antwortmöglichkeiten. Antwort A. Die Heizungen sind ungenügend gewartet. Oder heißt das, die Straßen könnten glatt sein? Oder was heißt das? Die Antwort C. Die Straßen sind stets schneefrei. Oder ist es die Antwort D. Die Reinigungsdienste arbeiten nur im Sommer? Was ist hier bitte richtig? Und ihr seht, das sind Aussagen aus dem Alltag, aus eurem Leben in Deutschland oder auch mit Deutschen zusammen. Und das sind Sachen, die hier so kommuniziert werden, damit ein jeder auch etwas mehr Sicherheit hat, dass er genau weiß, was hier los ist. Und wir schauen uns das Ganze gleich an. Na, welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? A, B, C oder D? Wo würdest du dein Kreuz machen, ihr Lieben? Wo denn bitte? Und die richtige Antwort ist ganz klar, oder nicht? Die richtige Antwort ist die Antwort B. Jawohl, so sieht's aus. Die Straßen könnten glatt sein. Wenn ich keinen Winterdienst erleben kann, dadurch, dass das Ganze nur reduzierte Salzstreuung ist, ist es klar. Es regnet, es friert und es schneit auch noch obendrauf. Und wenn ich nur eine reduzierte Salzstreuung habe, dann gibt es leider nichts und dann kann es sein, dass wir vor die Tür gehen und es einfach spiegelglatt ist und wir natürlich nach dieser Aussage auch von einer Versicherung im Prinzip nichts verlangen können, weil wir wurden ja gewarnt. Ja, mit dem Satz werden wir gewarnt. Besser, man bleibt zu Hause, die Straßen könnten glatt sein. So sieht es aus, das will uns das hier sagen. Genau. Antwort B ist richtig, die Straßen könnten glatt sein. Sehr schön. Und die nächste Frage ist bitte, was bedeutet das hier, diese Aussage? Die direkte Rede musst du zwischen Gänsefüßchen setzen. Das ist ungewöhnlich, oder? Aber ja, tatsächlich sagen wir das des Öfteren und wir sagen das zum Beispiel, wenn unsere lieben Kinder zur Schule gehen und einige Arbeiten dort machen und wir schauen uns das Ganze an. A, B, C oder D. Wo ist dein Kränzchen? A, du darfst ihn nicht duzen. B, deine Rede sollte Untertitel haben. C, sprich nicht so laut. Oder ist es D, setze Anführungszeichen und Schlusszeichen? So sieht es aus. Was würdet ihr sagen, ist dir das Richtige, wo die Gänsefüßchen hingesetzt werden sollen, ihr Lieben? Ja, das sagen wir des Öfteren. So wisst ihr nach dem Video aber etwas mehr, warum wir manchmal so versteckte, vom Sinn versteckte Sätze hier von uns geben. Weil man die dann verstehen kann, wenn man deren Bedeutung weiß. Und wisst ihr, wo die Gänsefüßchen hinkommen? Ja. Und wir schauen uns das Ganze an. Es ist die Antwort D wie Dora. Richtig so. Setze Anführungszeichen, schaut mal, habe ich hier auch hingesetzt, das sind die kleinen Gänsefüßchen.
Sätze, Anführungszeichen und Schlusszeichen. Das hier ist ein Schlusszeichen, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und ein Punkt. So ist es richtig, bei einer direkten Rede muss man das immer mit Gänsefüßchen hier, ja, ich möchte sagen, einzäunen. Ja? Hier vorne kommen welche hin und hier hinten kommen die beiden hin, damit man direkt sehen kann in einem großen Text, den wir sehen, wenn das davor ist, diese Gänsefüßchen, dann ist das so, als wenn jemand euch das gerade sagt. Eine direkte Rede, eine direkte Aussage ist. Das machen wir damit man sehen kann, ich habe das jetzt gerade gesagt und das ist absolut genau das, was ich gesagt habe, ist hier wiedergegeben. Ein Satzzeichen zur Unterstärkung, ob es eine Aussage oder eine Frage ist oder ein Punkt, sollte nie am Ende des Satzes fehlen. Das ist wohl auch klar. So sieht's aus. Genau. Sehr schön. Gänsefüßchen, ja? Oder auch Anführungszeichen genannt. Anführungszeichen Gänsefüßchen. Schaut mal, sieht ja so ein ganz kleines bisschen aus wie zwei so, ich möchte es gar nicht sagen, aber es sieht ein bisschen nach Gänsefüßchen aus, oder? Genau. Die nächste Frage, die ich für euch habe, ihr Lieben, was sagt uns dieser Satz? Wenn wir den sagen, dann sagen wir, es führt kein Weg daran vorbei. Was möchte ich damit sagen, wenn ich sage, es führt kein Weg daran vorbei, wenn ihr die deutsche Sprache lernen möchtet? Ja? Und wir schauen uns das an, was das aussagen möchte. Antwort A, das schaffst du nie. Oder die Antwort B, wir haben uns verirrt. Oder die Antwort C, du musst es machen. Oder die Antwort D, du hast die Orientierung verloren. Was ist hier richtig, ihr Lieben? Und wir möchten gerne den Sinn dieses Satzes hier gerne offenlegen und schauen uns an, was würdest du ankreuzen, A, B oder C? Und wir schauen uns das gleich gemeinsam an. Ich sehe gerade, hier ist auch ein Punkt vergessen. Bitte nimmt's mir nicht übel, ich habe das heute Morgen geschrieben, ich schreibe meine Sachen selber und von daher fehlt dann schon mal etwas. So, was sagt ihr? Welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? A, B, C oder D? Es führt kein Weg dran vorbei. Ja? Und du musst es machen. Wir müssen die Artikel der, die das lernen. Es geht nicht anders. Es führt kein Weg dran vorbei. Sonst kann man das nicht lernen im Ganzen. Jawohl, das nehme ich nur als Beispiel. Ja, die Artikel der, die das sind sehr schwer anscheinend. Und deswegen sage ich, du musst es machen. Es geht nicht anders. Ich kann dir mit meinem Kanal natürlich die nötige Hilfe geben, damit es nicht ganz so schwer ist für euch. Aber ich muss euch leider dennoch sagen, es führt kein Weg dran vorbei. Ja, so ist richtig, du musst es machen, wäre die Essenz aus diesem Satz. Gut, nächste ist es, oder nein, nicht es, er, richtig so, betritt nun sehr dünnes Eis. Was haben wir hier? Er betritt nun sehr dünnes Eis. Welche Aussage ist richtig? A. Er ist auf der sicheren Seite. Oder ist es B. Er wagt etwas und es könnte ihm nicht gelingen. Ja, könnte das sein? Oder die Antwort C. Er bewegt sich auf die Mitte zu. Oder Antwort D. Der Eisläufer schwebt elegant über das Eis. Was ist hier der Sinn, wenn ich diesen Satz sage? Was ist wohl richtig hier, ihr Lieben? 10 Sekunden habt ihr, so sieht's aus und dann wissen wir gleich die Lösung dazu. Sehr schön, ihr Lieben. Und er betritt nun sehr dünnes Eis. Eieiei, das ist jetzt gerade sein Gang, was er gerade tun möchte. Er betritt nun sehr dünnes Eis, er betritt nur sehr dünnes Eis. Beides gibt es. Es gibt es beides, weil ich damit aussage, Antwort B, er wagt etwas und es könnte ihm nicht gelingen. Durchaus ist das möglich, weil er mit seinem Körpergewicht dünnes Eis betritt, welches dadurch, dass es dünn ist, einbrechen könnte. Und damit drücken wir dann mehr oder weniger anschaulich aus,
dass er etwas wagt und es könnte ihm nicht gelingen. Er wagt es, auf das Eis zu gehen und dadurch, dass das Eis so dünn ist, könnte es ihm nicht gelingen und er wird einbrechen in das eiskalte Wasser. Und genau das ist das, was wir damit aussagen möchten. Er wagt etwas und es könnte ihm nicht gelingen. Das könnte ein schweres Unterfangen werden. Ja, so sieht's aus. Und die nächste ist hier bitte, was sagt uns dieser Satz aus? Unsere Lebensmittelvorräte neigen sich dem Ende zu. Was sage ich, wenn ich das sage? Sage ich, die Preise werden sinken? Sage ich aus, bald haben wir nichts mehr zu essen? Oder sage ich aus, wir brauchen uns nicht zu sorgen? Oder Antwort D, bloß keine neuen Lebensmittel kaufen. Welche Aussage besagt den Sinn zu dieser Aussage? Und ich bin gespannt, nur eine ist richtig. Ich bin gespannt. Das schauen wir uns gleich gemeinsam die Lösung an. Genau. Und? Habt ihr es euch laut vorgesagt? Ja? Was ist denn wohl dann, wenn unsere Lebensmittel sich dem Ende zuneigen? Was muss man dann tun, hätte ich bald gesagt, ja? Und hier haben wir, die Antwort B ist richtig. Bald haben wir nichts mehr zu essen, ist die logische Konsequenz aus diesem Satz hier. Ja? Unsere Lebensmittel neigen sich dem Ende zu. Bald haben wir nichts mehr zu essen, weil wir die Lebensmittel alle hier gegessen haben. Ja, ist alles weg und man müsste eigentlich hergehen und etwas Neues kaufen. Und hier haben wir, bald haben wir nichts mehr zu essen, wenn wir denn nicht vorher einkaufen gingen. Also schauen wir uns das an, so ist es denn recht. Der Rest funktioniert natürlich nicht, die Preise haben nichts mit unserem Kühlschrank zu tun und mit unseren Lebensmittelvorräten. Und dann haben wir hier, natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn die Lebensmittelvorräte leer gehen oder zur Neige gehen. Und hier bloß keine Lebensmittel kaufen ist jetzt völlig konträr, würde ich jetzt gar nicht sagen, ist genau das Gegenteil, dann verhungert man. Genau, also Antwort B ist richtig, ihr Lieben, bald haben wir nichts mehr zu essen. Ja, vorsorgen, einkaufen und dann ist das alles. Aber den Satz hört man auch schon mal. So, jetzt gibt es noch einen Satz, den ich auch des Öfteren in meiner Arbeitswelt gehört habe. Ja, ich habe auch in Deutschland gearbeitet, wahrhaft. Und den habe ich auch öfter gehört. In seinem Job schiebt Michael eine ruhige Kugel. Ich habe jetzt irgendeinen Satz, irgendeinen Namen genommen, da könnt ihr jetzt auch einen anderen Namen reinsetzen, das ist egal. In seinem Job schiebt Michael eine ruhige Kugel. Ja, der wird schon keine Kugel schieben, das denke ich auf jeden Fall nicht, aber wir schauen uns mal die Antwortmöglichkeiten an. Antwort A, das sagt das aus, er hat selten Streit mit seinem Chef. Oder ist es die Antwort B, er braucht sich bei der Arbeit nicht besonders anzustrengen? Oder die Antwort C, seine Arbeit erfordert vollen Einsatz? Oder ist es die Antwort D, er arbeitet so rum ist richtig, die Antwort D, er arbeitet konzentriert und zuverlässig. Und konzentriert arbeiten ist ja hier nicht richtig, ja? Er arbeitet konzentriert und zuverlässig. Antwort D. Und ihr habt wiederum 10 Sekunden Zeit. Was sage ich aus, wenn ich sage, in seinem Job schiebt Michael eine ruhige Kugel? Was sage ich damit aus, ihr Lieben? Genau. Die Antwort B ist richtig. So sieht es denn aus. Die Antwort B, er braucht sich bei der Arbeit nicht besonders anzustrengen. Das sage ich damit, er schiebt eine ruhige Kugel. Er braucht sich nicht großartig anzustrengen, vielleicht weil er die Arbeit gut kann oder weil er deutlich besser ausgebildet ist, als die Arbeit von ihm abverlangt. Und dann ist es richtig, Antwort B ist richtig, so sieht es denn aus, wunderbar. Er braucht sich bei der Arbeit nicht besonders anzustrengen, so kann er denn eine ruhige Kugel schieben, so sagen wir das, ja? Das nächste ist bitte,
Das Stadtzentrum ist verkehrsfrei. Ja, wahrhaft, das wird auch manchmal gesagt, damit man dann ankündigt, wie es im Stadtzentrum denn gerade aussieht. Und die Antwort A sagt, man kann mit dem Auto überall durchfahren. Kann man das? Auch durch das Stadtzentrum jetzt? Dann Antwort B, die Stadtmitte ist für Fußgänger reserviert. Nur Fußgänger, keine Autos, keine Motorräder, keine Roller, kein gar nichts. Richtig? Und dann Antwort C, alle Straßen der Stadt sind verstopft. Was ist richtig? Antwort D, man findet genügend Parkplätze. Welche Antwort ist hier richtig, wenn ich euch sage, das Stadtzentrum ist verkehrsfrei? Ein Wunsch, den ich auch hätte. Aber gut. Manchmal muss man halt mit dem Auto oder Motorrad in die Stadt fahren, damit man halt zur Arbeit findet. Und dafür habe ich natürlich ebenfalls Verständnis. Und was sagt ihr Lieben? Laut vorgesagt habt ihr euch sicherlich. Und? Na, natürlich, ist doch klar. Die Stadt ist hier verkehrsfrei. Die Stadtmitte ist für Fußgänger reserviert. Nur die Fußgänger dürfen hierher laufen und man muss nicht gucken, dass von hinten ein Auto kommt, abbiegen möchte oder sonstigem. Das ist sehr umweltfreundlich und sehr schön, wie ich finde, gefällt mir auch. Aber die Leute, die halt anliefern, die brauchen manchmal ein Auto oder irgendein Gefährt, um etwas anzuliefern oder arbeiten zu gehen. Genau. Aber es sagt hier aus bitte, das Stadtzentrum ist verkehrsfrei. Antwort B ist richtig. Die Stadtmitte ist für Fußgänger reserviert. Jawohl, da fährt kein Auto, da könnt ihr laufen, wo ihr wollt. Ja, genau. Und das nächste ist, das war alles, ihr Lieben. Das war sehr viel, oder ihr Lieben? So habt ihr mal ein paar Aussätze oder überhaupt ein paar Aussagen, nicht Aussätze, aber Aussagen, die ihr hier sofort versteht. Wenn ihr das Video noch ein paar Mal schaut, dann könnt ihr die sicherlich auch sofort deuten, wenn euch jemand etwas sagt. Bitte entschuldigt meine Versprecher, ich bin keine KI-Maschine, ich bin ein Mensch, der jeden Tag vor euch sitzt. Und von daher lasse ich das auch, das wird nicht rausgeschnitten, nee, mache ich nicht. So, und deswegen denke ich, kann man das dennoch so sehr gut verstehen und hiermit lernen mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, am besten hypt es noch, das wäre noch schöner für den Kanal. Der Algorithmus findet das ganz toll, wenn ihr etwas liked oder hypt. Deswegen sagt euch das jeder YouTuber, dass man hier bitte liken soll und abonnieren und hypen und was nicht alles. Abonniert diesen Kanal, das könnt ihr bitte tun, damit wir noch mehr liebe Leute hier finden, die auch die deutsche Sprache lernen möchten. Und ich habe schon so viele Videos hier auf meinem Kanal, da kann jedes Lernniveau kann hier mitlernen. Und wenn ihr eine Idee habt oder Sachen habt, die ihr gar nicht lernen könnt, weil es immer wieder falsch ist und ihr habt ganz arg Probleme, schreibt es mir unten in die Kommentare rein und ich schaue, dass ich euch um eure Probleme drumherum ein Video erstelle und dann können wir gemeinsam den Weg in die deutsche Sprache gehen. Nehmt dieses Angebot an, macht es wirklich und wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder und ich sage mal, gehabt euch wohl, passt auf euch auf und bis morgen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.